Freunde, was ist das für ein Teil? Da kommen ja alte Gedanken wieder hoch. Und das ist ein alter Duft im neuen Flakon. French Avenue mit Pennace Noir ist das hier. Pennace Noir French Avenue. French Avenue hat ja im Moment einen sehr großen Hype. Schaut euch den Flakon an. Das, keine Ahnung, was das darstellen soll. Ein Boot, beziehungsweise eher ein Bügeleisen, bin ich schon fast der Meinung. Und ja, French Avenue Pennace Noir ist ein Duft. Wenn ihr da dann riecht, sagt ihr, okay, kommt mir schon bekannt vor. Er hat einen großen Bruder als Vorbild und den gibt es nicht mehr, der ist eingestellt. Deswegen kommen wir gleich zu, werde ich euch gleich erklären und erzählen. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Talk aus Hamburg. Yes, so hier, Pennace Noir. Schaut euch mal den Flakon an. Ja, kann man so machen, muss man nicht, das ist der Deckel. So ein Sprühen, ja, das ist nervig. Naja, das ist ja alles schön und gut, aber es ist schon ein bisschen, ja, nervig. So, der Duft, ja. Es ist interessant und es ist schon geil, weil der alte ist eingestellt worden. Also, es ist natürlich ein Apfel-Vanille-Duft. So, und ich habe das jetzt extra erwähnt, Apfel-Vanille. Und nein, es ist nicht Layton von Parfums de Marly. Kann ja auch nicht sein, weil Layton nicht eingestellt ist. So, und welcher Apfel-Vanille-Duft könnte es denn sein? Ja, ihr habt recht. Er hat Ähnlichkeiten, sehr gute Ähnlichkeiten und es ist eine perfekte Alternative zum Boss Bottle. Aber jetzt kommt's. Boss Bottle Intense. Und das habt ihr doch alle vermisst. Und das vermissen doch so viele. Ich habe natürlich den Vergleich gemacht, deswegen kann ich sagen, perfekte, perverse, gute Alternative zum Boss Bottle. Der ist vielleicht ein bisschen minimal noch ein bisschen vanilliger oder fruchtiger und tiefer, aber im Endeffekt habt ihr die beste Alternative zum Boss Bottle Intense oder meinetwegen auch den normalen Boss Bottle, aber eher Intense natürlich, ist das der hier. Pennace Noir. Wirklich stark, muss ich sagen, wirklich geil. Ja, und danke an einen Follower, der hat mir dem nämlich, und der hat das letztes Mal vor einer Woche, keine Ahnung, untergeschrieben. Und ja, dann habe ich mir gedacht, das muss ich natürlich mal austesten. Ich kann euch auch gerne die OVP meinetwegen hier zeigen. Da kommt das Schiff, was auch immer das darstellen soll, hier raus. Dann könnt ihr das hier rausziehen. Ja, das ist Pennace Noir von French Avenue. Die Marke hat ja im Moment sehr viel Hype. Die macht auch, wenn es um Alternativen geht, macht sie das wirklich sehr, sehr gut. Da ist ja die Frage, viele haben schon gemeint, na, die lösen ja die anderen da ab da. Ich will jetzt keinen Namen nennen, die ja auch gern so ein bisschen in diese ganzen Regionen mitspielen, wo man dann Düfte, sag ich mal, ähnlich macht und so weiter. Und French Avenue macht das wirklich richtig gut. Und mit dem Pennace Noir haben sie eigentlich fast ins Schwarze getroffen. Wirklich gut. Also, wenn man sich das überlegt, ich habe den ja eben schon, also hier sprühen wir mal das Original. Es ist natürlich auch ein geiler Duft, ne? Und das ist einfach, ja, ich merke, es ist einfach noch ein bisschen fruchtiger, frischer und tiefer, aber trotzdem, ihr werdet sofort das merken. Und es geht ja hier um eine Alternative, um eine Alternative. Um eine geile alternative Versionen des Originals. Und das ist schon wirklich gut. Und wie gesagt, das so ein Sprühen ist, ja, das ist nicht gut. Und ja, der Sprüher ist nicht schlecht. Ja, ihr habt das sofort. Das ist sofort da. Und das ist nicht das Normale, sondern das Intense. Und das ist geil. Also, wenn ihr ein Fan von, zum Beispiel, ich sag's einfach, wenn ihr eine sehr gute Alternative haben wollt von Boss Bottle, beziehungsweise Boss Bottle Intense, dann kommt ihr an den Pennace Noir von French Avenue nicht vorbei. Das ist einfach Fakt. Und weil es den ja so und so nicht mehr gibt, sondern nur das Original, aber das Original ist leider verwässert. Trotzdem ist das Original immer noch top. Das darf man nicht vergessen. Das ist einfach so. Aber das ist so eine krank gute Alternative und wir bleiben natürlich immer Alternative. Das ist eben so original, ist eben immer original, das ist so. Aber wenn ihr den wirklich vermisst und da nicht so viel Geld ausgeben wollt und er wird ja auch nicht mehr so viel angeboten, dieser Duft, dann, das ist das Eau de Parfum übrigens, hier, es gab es auch mal als Eau de Toilette früher,
dann holt euch Pinot Noir. Ich kann noch mal reingucken. Wir haben Apfel, wir haben Bergamotte, wir haben Orangenblüte, Zitrone, Gewürznelke, Rosengarani, Rosenholz, Zimt. Ja, es ist auch im Endeffekt genau das. Sandelholz, Vanille, Zedernholz. Ja, das ist so das Ding. Ihr habt also was Süßes, ihr habt was Fruchtiges, ihr habt so ein bisschen Zimt-Style, ihr habt was Dunkles, falls die Leute den Duft noch nicht kennen oder auch nicht das Original. Boss Bottle ist grundsätzlich ein so ein bisschen Apfelstrudel. Nee, Strudel wäre das Süße, sondern Apfelkuchen so ein bisschen. Ihr habt einfach eine Vanille mit Apfel. Ihr merkt diesen sauren Apfel, ihr merkt so ein bisschen dieses Zimtige im Background, aber nicht so richtig Zimtgeruch. Es ist einfach so ein, ja, schwer zu beschreiben, dieses Zimtige im Background. Und so habt ihr das eben auch, wie gesagt, bei Ihnen hier. Und ja, nur ein bisschen, vielleicht will ich euch sagen, fluffiger, trotzdem präsent. Also Haltbarkeit und Sillage sind gut. Und ja, Flakon ist Geschmackssache. Es ist lustig, wenn man das so sieht. Das kann man so machen. Zum Sprühen ist es nicht so toll, aber sonst kann man das wirklich machen. Und eine schöne OVP, wer auch Fan davon ist, kann man sich gut hinstellen. Ist stabil, übrigens fest, stabil, ne? Kein Plünn. Und ja, French Avenue Pinot Noir möchte ich euch oder wollte ich euch mal vorstellen. Danke an den Follower. Ich weiß jetzt nicht mal, welcher das war, der mir den auf jeden Fall als Tipp gegeben hat. Das war auf jeden Fall ein guter Tipp. Und dementsprechend, ja, ist übrigens auch gut bewertet worden oder ist gut bewertet. Auf Parfumo 8,2. Gut, hat allerdings auch nur 20 Bewertungen. Das wird sich dann wahrscheinlich nach diesem Video hier ändern. Ja, hier ist die Haltbarkeit von 7,8 angegeben bei 19 Bewertungen und die Sillage bei 7,5 bei 18 Bewertungen. Ja, das kann ich so ein bisschen stehen lassen. Das kann man so machen. Ja. Es ist kein Beast Mode, aber muss auch nicht. Aber ich glaube, wie gesagt, auch das ist immer verschieden von Haut zu Haut anders. Das habe ich ja schon so oft erwähnt. Und Fakt ist auch, dass das jeder da draußen anders wahrnimmt. Wenn ihr davon 10 Sprüher nehmt, dann geht mal raus. Leute, die nicht so viel Düfte benutzen, werden euch auf jeden Fall riechen. Schöne Zitrone habt ihr auch. Vanille ist die schöne Vanille. Und dann dieses Apfelige, ja, geil. Ja, mehr muss ich auch gar nicht zu diesem Duft sagen. Das ist einfach so Pinot Noir von French Avenue. Einfach mal auschecken, 40 € investieren, klar machen und dann seid ihr ready, Alter. Ready. So ist das. Dann gehen Grüße raus an meine Mitglieder. Grüße an euch alle auch. Schön, dass ihr dabei seid. Verlinkt dieses Video. Folgt mir bitte. Daumen hoch, macht was ihr wollt. Wenn ihr das alles nicht machen wollt, dann ist es auch gut, dann nicht. Und sonst sehen wir uns bald wieder, würde ich mal sagen. Also, bis zum nächsten Mal.